Servus Leute, heute gibt es einen kleinen Kundendienst bei der Honda. Was ihr dazu braucht, wie ihr das macht, zeigen wir euch heute. Aber bevor die Schrauberei jetzt losgeht, werden wir die Honda erstmal warm fahren. Der Hintergrund ist einfach folgende: Das Öl wird dadurch ein bisschen dünnflüssiger, beim Ölwechsel kommt auch mehr Dreck mit raus und es macht Spaß. In unserem Fall geht zuerst die Ölablassschraube raus, das ist eine 17er Nuss. Schaut einfach drauf, dass es sie wirklich auch sauber ansetzt. Das letzte, was ihr machen wollt, ist die Ölablassschraube rund. Jetzt machen wir auf der gegenüberliegenden Seite vom Motor weiter. Hier die 3 kleinen Schrauben halten den Ölfilter und der soll natürlich auch mit gewechselt werden. Hier ist ein bisschen Vorsicht geboten, weil da ist eine Feder und ein Dichtring drunter. Schaut einfach, dass euch die nicht abhanden kommen. Und die Schraube auch nicht. Genau, diese Feder meinte ich, und da ist auch noch ein Dichtring. Wichtig ist, dass ihr die nicht verliert. Hier an der Stelle seht ihr den angesprochenen Dichtring. Überprüft ihn einfach, ob der irgendwelche Risse oder anderweitige Beschädigungen hat, da ihr sonst ja das Problem haben könntet, dass euch dort Öl austritt. Genau, bevor ihr das Ganze wieder zusammenbaut, überprüft auf jeden Fall, ob der neue und der alte Ölfilter identisch sind. Nicht, dass ihr euch verkauft habt, das wäre sehr ärgerlich. In unserem Fall sieht das Ganze relativ gut aus. Sie sind von der Bauart leicht verschieden, aber es ist immer mal, von daher können wir uns wieder ein Zusammenbauen machen. Genau, jetzt kann es an den Zusammenbau gehen. Die Feder baut ihr als erstes, würde ich sagen, wieder ein.
Ein kleiner Trick hierbei, ölt die ein bisschen ein und haftet die hier hinten an der Rückwand. Das macht euch das Leben um einiges leichter und habt einfach Geduld dabei. Genauso als kleinen Tipp würde ich sagen, zieht erstmal alle 3 Schrauben ein klein wenig an, damit euch die Feder schon mal nirgendwo hin mehr abhauen kann und dann einfach nach und nach die Schrauben allmählich fester ziehen. Genau, einfach nach und nach die Schrauben anziehen. Immer schön abwechseln, dann kannst du den Deckel auch nicht verkeilen und müsste sich selbstständig hinziehen. Genau, wie ihr gerade im Handbuch gesehen habt, bekommen diese 3 Schrauben zwischen 8 und 12 Newtonmeter. Wir haben jetzt als Kompromiss einfach die 10 genommen. Das hier handelt sich um ein Proxxon Microclick, also einen relativ feinen Drehmomentschlüssel. Auf den normalen ist leider 10 Newtonmeter nicht drauf, aber hiermit geht das Ganze. Als nächstes könnt ihr wieder die Ölablassschraube reinbauen. Bei uns die neue hat jetzt eine andere Größe als die alte, also vom Aufsatz her. Das macht aber nichts, die passt perfekt. Es ist quasi immer eine gute Idee, erstmal mit der Hand das festzuziehen und dann erst mit dem Werkzeug anzugreifen, damit ihr einfach das Gewinde nicht beschädigt. Und auch hier wieder mit Drehmoment festziehen. Wie ihr gerade im Handbuch gesehen habt, sollen jetzt etwas mehr als 1,5 Liter rein. Wir nehmen dazu ein einfaches 10B40, das ist das 10B40 von Bole, könnt ihr das andere nehmen. Im Handbuch findet ihr auch eine ganze Reihe von Ölen, die ihr verwenden könnt. Ja, ich würde darauf achten, dass es teilsynthetisch ist. Bei vollsynthetischen, richtig modernen Ölen habt ihr ein relativ großes Risiko, eure Kupplung zu beschädigen. Die rutscht dann durch, das vertragen die meisten alten Motorräder nicht. Wir werden jetzt einfach testhalber den Ölpeilstab wieder reinschrauben, das Motorrad ein paar Mal durchdrehen und dann gucken, wo der Stand ist. So, als nächstes werden wir uns jetzt den Luftfilter anschauen, wie der ausschaut, ob wir den austauschen müssen, ob er stark verdreckt ist oder ob er noch in Ordnung ist. Und dafür müssen wir als erstes hier das linke Seitenteil abnehmen. Es ist mit einer Schraube befestigt und dann noch mit 2 Nasen einfach reingesteckt. Das ist jetzt der Luftfilter. Dafür brauchen wir 3 Kreuzschlitz. Ja Leute, Folgendes, wir bekommen die Schraube hier einfach gar nicht auf. Und bevor wir jetzt hier aus dem Plastik einfach ein Eck rausbrechen, im schlimmsten Fall das nur mehr hält, werden wir so lassen, wir kommen einigermaßen gut daran. Unser Luftfilter hat es komplett hinter sich, das ist alles, was davon übrig ist. Es sind noch ein paar Brösel hier drin, die werden wir entfernen, aber ja, ich würde sagen, es war an der Zeit. Muss man schon einen Staubsauger. Laut Handbuch soll man jetzt mit etwas Getriebeöl einfach beträufeln und den Dreck besser fängt. So, wir haben jetzt unseren Filter mit Öl bestrichen und als nächstes bauen wir ihn einfach wieder ein. Dazu schiebt ihr diese Nase hier nach unten wieder in den Schacht. So, als nächstes einfach die Schrauben wieder hereindrehen.
ölige Angelegenheit. Wir haben zuletzt ein kleines Problem bei der Zündkerze. Unser altes Werkzeug war einfach ein gutes Stück länger als unser neues und wir kamen überhaupt nicht an hier im Rahmen vorbei. Mit dem neuen kürzeren müsste es aber gehen. Das war die erste Folge der Ghetto Garage. Wie ihr seht, der Tag geht zur Neige. Wir haben ja alles geschafft, was wir schaffen wollten. Wir hoffen, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Servus!